Ja, moin moin. Nach einem längeren Roadtrip haben wir es jetzt nach Dänemark geschafft. Hinter uns fließt die berühmte Skjern Au, der berühmteste Lachsfluss Dänemarks. Ich habe Hightower heute mit dabei. Moin. Name erklärt sich von selbst. Der Typ ist 7,2 Meter groß. Und ja, die Skjern Au, legendäres Lachsgewässer. Wir haben beide noch keinen Lachs gefangen. Wir haben jetzt einfach mal unser Zelt eingepackt, Spinnrute, und wollen einen Tag an der Skjern Au und einen Tag an der kleineren Karup Au angeln. Heute auf Lachs, morgen auf Meerforelle. Wir haben uns schon entschlossen, wir werden auf jeden Fall diesen Film online stellen, ob wir einen Fisch fangen oder nicht. Dass auch ein bisschen Spannung dabei ist. Und ja, jetzt packen wir erstmal unsere Wobbler rauf und versuchen einfach mal ein bisschen Strecke zu machen. Wir zeigen euch ein bisschen den Fluss und dann geht das jetzt los. Spock? Aber richtig. Let's go. Im Vorab hatte ich uns einen Platz bei Google Maps rausgesucht, der zwar etwas abseits, aber direkt am Fluss liegt und an dem man legal zelten darf. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass wir den Platz für uns alleine haben. Aber von wegen. Es war alles voller Autos und Zelte. Alles Angler. Wir bauten trotzdem dort auf und genehmigten uns erstmal einen schönen Fischergeist. Morgens um 6 dann an diesem geilen Fluss aufzuwachen, war immerhin ein echtes Highlight. Und jetzt heißt es erstmal werfen, werfen und werfen. Die Skjern Au ist Dänemarks wasserreichster Fluss und schlängelt sich auf einer Länge von 94 Kilometern durch Westjütland. Sie mündet im Ringkøbing-Fjord in die Nordsee, hat aber quasi keine Gezeiten. Der Fluss ist bekannt für viele und große Lachse, die hier im Frühjahr und Sommer aufsteigen und im Herbst dann wieder absteigen. Um an der Skjern Au legal angeln zu dürfen, braucht man gleich 3 Lizenzen. Einmal den dänischen Angelschein, den jeder Erwachsene bis 65 Jahre in Dänemark generell haben muss. Dazu kommt dann ein sogenanntes Lachse-Kontingent. Dieses wird benötigt, wenn man gezielt auf Lachs angeln möchte bzw. an einem lachstragenden Fluss angelt. Als drittes ist dann natürlich die Tages- oder Jahreskarte für die entsprechende Strecke notwendig. Alle diese Lizenzen bekommt man online, sofern man eine Kreditkarte besitzt. Der ganze Spaß ist leider nicht ganz billig. Gut 150 € ist man für ein Angelwochenende auf jeden Fall los. Sämtliche Informationen und Karten bekommt man angeblich auch im Laxenshus, einem Angelinformationszentrum für Touristen. Wir haben die Betreiber mehrfach angeschrieben, um einen Guide zu buchen. Leider kam überhaupt keine Antwort. Echt schwach, Leute. Aber auf eigene Faust macht es sowieso viel mehr Spaß, ein neues Revier zu erkunden. Ja, kurz dazu, wie wir hier fischen. Ich habe eine ganz normale 50 Gramm Spinnrute mit einer relativ dünn geflochtenen Schnur dabei. Als Köder habe ich mich für einen Jig-Spinner entschieden. Der Grund ist einfach, ich habe mir sagen lassen, dass die Lachse hier alle auf Grund oder kurz über Grund stehen. Und Lachse auf Wanderschaft sind ja nicht dafür bekannt, besonders viel zu fressen. Die schnappen einfach mal zu, einfach aus Bock oder aus Reflex, wenn da was vorm Maul vorbeischwimmt. Und daher sollten wir das schon genau da präsentieren, das Teil, wo die Lachse unterwegs sind. So ein Jig-Spinner läuft schön tief, läuft schön schnell an. Und ja, kann ich wunderbar über Grund präsentieren. Hier ist nur eine Anbestelle erlaubt, das heißt die Wobbler, die wir fischen, da haben wir dann den mittleren Drilling abgemacht und hier ist ein Drilling da drauf, das zählt als eine Anbestelle, das passt also soweit. Die Widerhaken soll man hier abkneifen, die haben wir einfach mit der Zange so ganz leicht angedrückt. Dann habe ich einfach nur meinen Rucksack am Mann mit ein bisschen Kleinkram, einen relativ großen Wartkescher. Wartstiefel habe ich an, wir sind ja zu zweit, wenn einer am Drillen ist, kann der andere den Fisch landen. Ja, und jetzt müssen wir auf den Lucky Punch hoffen. Ich schmeiße das Ding einfach immer so ein bisschen gegen die Strömung aus, damit es auch möglichst schnell runter geht. Das mache ich auch so beim Bachforellenangeln, kennt ihr aus anderen Videos eigentlich schon, absinken lassen und dann einfach so schnell, wie es notwendig ist, hier in dem Tempo einkurbeln, dass das Ding sauber läuft und dann hoffe ich, dass hier einer reinknallt. Hier an der Skjern Au ist die Regel, man soll beim Angeln nach ein paar Wurf einfach ein paar Meter weiter gehen. Und zwar immer in die gleiche Richtung, flussabwärts, also mit der Strömung, sodass nachrückende Angler nicht warten müssen und man sich nicht gegenseitig auf die Pelle rückt. So hat man eigentlich immer Platz, kann immer Strecke machen und die anderen Angler, hauptsächlich Fliegenfischer sind das hier, sind einem nicht im Weg. Ja, und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen.
fischt er 1000 Würfe, sagt man bei der Meerforelle. Keine Ahnung, wie weit man hier auswerfen muss oder wie oft, um Lachs zu kriegen. Wir probieren es einfach und weiter geht's. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier scheint ein richtiger Experte unterwegs gewesen zu sein. Ihr seht, hier ist so eine Morastlandschaft. Ne? Unmöglich durchzugehen. Zu Fuß sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Hier könnte man rumgehen, aber man sieht hier Fußspuren und da ist doch tatsächlich jemand mit seinen Wartstiefeln offensichtlich stecken geblieben und musste dann irgendwie aus den Stiefeln raus, die zurücklassen und hier zurückrobben. Das hätte ich mal gerne gesehen. Ey, wie verpeilt kann man bitte sein? Und da kann man ganz easy rumlatschen. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Spotwechsel, packen unser Zeug nochmal ins Auto und fahren nochmal einen Kilometer weiter zu einer anderen Strecke oder 2 Kilometer. Bevor ich es vergesse, selbstverständlich gibt es auch heute wieder ein fettes Gewinnspiel für euch. Die Firma Angelberger hat sich nicht lumpen lassen und wieder eine fette Petri-Box zur Verfügung gestellt mit allem, was man so zum Angeln braucht. Den genauen Inhalt zeige ich euch am Ende des Videos. Wenn ihr mitmachen möchtet, lasst einfach irgendeinen Kommentar unter diesem Video da und unter dem nächsten Video wird dann ausgelost, wer die Petri-Box gewinnt. Also fleißig das Video kommentieren wie immer, bringt uns schöne Reichweite und euch schöne Gewinne. So, Spotwechsel und dann geht's weiter. Während wir uns eigentlich nur in Ruhe unser Mittagessen reinschaufeln wollten, sah ich plötzlich einen Pickup-Truck mit einem merkwürdigen Anbau heranfahren. Ich wurde sofort nervös, denn diese Kisten kenne ich doch. Als in den 90er Jahren der Lachs in der Skjern-Au fast ausgerottet war, haben einige NGOs unter dem Sammelbegriff Fighting for the Wild Salmon mit aufwendigen Zuchtmaßnahmen den Bestand wiederhergestellt. Und genau diese Jungs kamen gerade um die Ecke gebogen, mit tausenden Lachsen im Gepäck. Wow. Ja, was soll ich sagen? Lachs in der Skjern-Au, der Tag neigt sich dem Ende zu und wir geben es hiermit offiziell auf. Wir haben keinen einzigen Biss gehabt. Der Drops ist hier aber noch nicht gelutscht. Wir haben jetzt noch einen Plan B in der Tasche. Wir haben hier gesehen, es waren überall Fliegenfischer unterwegs. Alles voll Angler. Jeder Parkplatz war voll. So hatte ich mir das echt nicht vorgestellt, dass es hier so überlaufen ist. Aber wir haben hier auch keinen gesehen, der einen gefangen hat. Vielleicht sind wir noch ein bisschen früh. Wir sind jetzt Ende April. Es sollen zwar die richtig dicken Lachse jetzt um die Jahreszeit hier sein, aber wir haben hier eigentlich gar keine Lachse gesehen. Wir werden jetzt aber noch mal eine Stunde Roadtrip Richtung Norden machen. Dann kommen wir an die Karupau. Das ist ein viel kleinerer Fluss, ein Bach eigentlich eher. Da soll es sehr, sehr große Meerforellen um diese Zeit geben und auch einen kleinen Bestand an Bachforellen und ja, eventuell sonstigen Fischen. Da gibt es keine Lachse. Dementsprechend war mit 18 € die Tageskarte da auch ein Schnapper. Da werden wir jetzt mal hindüsen, uns die ganze Geschichte mal angucken, die Zelte aufschlagen und morgen früh um 6 anfangen, unsere Wobbler und Blinker ins Wasser zu feuern. Also, selbstverständlich seid ihr mit dabei. Ich würde sagen, let's go, Digga. Auf geht's, ne? Mach was. Ja, wir sind jetzt angekommen an der Karupau, 19 Uhr durch. Wir haben einen mega chilligen Zeltplatz entdeckt.
ja, da werden wir jetzt mal unser Camp aufbauen und euch das natürlich auch zeigen. Wir gehen mal los. Die Karupau ist bekannt für riesengroße Meerforellen über 10 Kilo. Der wunderschöne Fluss oder Bach schlängelt sich durch flache Landschaften und ist im Schnitt ca. 5 bis 10 Meter breit. Der extrem kurvige Verlauf sorgt für unzählige Gumpen und ausgespülte Kurven. Optisch einfach nur ein Traum für Angler. Aber natürlich ist die Meerforelle auch hier nicht mal eben schnell gefangen und bleibt der Fisch der 1000 oder manchmal auch der 10.000 Würfe. Hier gibt es auch einen Bestand an Bachforellen und Äschen, es ist also jederzeit mit einem Fisch zu rechnen. Bei allerschönstem Sonnenwetter geben wir es jetzt offiziell auf. Wir haben uns die Arme wund geworfen hier den ganzen Tag lang. Ein, zwei Kontakte gehabt, ne? Ich habe eine kleine Forelle im Drill gehabt, Bachforelle wahrscheinlich. Ja, vielleicht waren wir zu früh im Jahr da, wir wissen nicht, was wir falsch gemacht haben. Wir haben 22.04. jetzt. Eigentlich werden jetzt die dicken Meerforellen hier gefangen, aber so eine Meerforelle ist natürlich auch immer der Lucky Punch. Das klappt natürlich nicht immer beim ersten Mal. Ich hätte gedacht, wir kriegen ja mal eine Bachforelle oder eine Äsche dran, hat aber nicht funktioniert. Deswegen unser Reviercheck, ganz klar, Skjernau, Karupau, Daumen nach unten. Das haben wir richtig schön vergeigt. Was aber auf jeden Fall klappen wird, ist das Gewinnspiel. Ich zeige euch jetzt den Preis, den es zu gewinnen gibt. Einfach dieses Video kommentieren mit was auch immer ihr wollt und ihr seid im Lostopf. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank an Angelberger für den fetten Preis fürs Gewinnspiel und wir sehen uns beim nächsten Video. Petri Heil und jetzt noch ein langer Ritt nach Hause. Auf geht's, ne?